Hallo, hier ist wieder Bernd von Saxbrick, seid gegrüßt. Heute in diesem Video geht es ein bisschen um die Saxophonpflege und um die Reinigung. Es hat mich jemand gefragt, ich soll ein Video dazu machen, hat er gemeint, und das mache ich jetzt hier. In diesem Video, das sind keine allgemeinen Sachen, das sind so, ich erzähle euch diese Sachen, die ich mache am Saxophon, wenn ich jetzt gespielt habe. Ich bin jetzt fertig üben, und was mache ich dann? Entweder ich kann, wenn ich einen Saxophonständer habe und kann das sicher hinstellen und da kommt auch keiner dran, also ich habe keinen Hund oder dass ein kleines Kind irgendwie da rumrennt, rumkrabbelt und da dran geht oder ja, keine Ahnung, irgendwas anderes, eine Schildkröte, nee, ist Quatsch. Dann kann ich das einfach auf Saxophonständer draufstellen und kann es da stehen lassen, bis ich das nächste Mal wieder zum Üben komme und das wieder in die Hand nehme. Das mache ich öfter und lasse es auch tatsächlich dann da stehen und trocknen. Selbst wenn das ganz nass ist, das macht nichts. Ich kann es einfach hinstellen und trocknen lassen. Ich würde es nicht direkt an eine Heizung stellen. Also wenn ihr im Winter das macht, würde ich das Saxophon nicht an die Heizung stellen. Das ist bestimmt nicht so gesund. Ja, einfach in eine Zimmerecke, wo es okay ist, wo die Temperatur nicht so schwankt. Und da ist es gut aufgehoben. Das trocknet dann, auch wenn es nass ist innen drin, das trocknet dann einfach. Und die Klappen sind vielleicht am Anfang hier oben ein bisschen nass. Das könnt ihr dann extra nochmal trocken machen, aber eigentlich muss man das nicht jedes Mal putzen. Wenn ich das aber jetzt, ich habe jetzt gespielt und ich will es in den Koffer legen, dann mache ich als erstes hier den S-Bogen ab. Hier ein S-Bogen, dann nehme ich das Mundstück raus, schüttel es ein bisschen aus, mache das Blatt ab, ich lege das mal weg hier, dann mache ich das Blatt ab, das Blatt mache ich trocken. Einfach hier so ein bisschen abstreifen, vielleicht an die Hose, ist egal. Und das Mundstück mache ich auch so ein bisschen trocken. Da gibt es meistens so einen Lappen dabei. Dann könnt ihr das einfach so ein bisschen trocken reiben, von innen, von außen. Und dann könnt ihr entweder das Blatt hier wieder drauf schnallen, vielleicht das Blatt ein Stück runterziehen, dass es nicht direkt oben an der Spitze hängt. Das schützt das Blatt. Und mache ich die Schraube wieder drauf und dann die Kappe drauf und das war's. Das kann ich machen. Oder ihr könnt das Blatt hier in so einen Reed Guard reinschieben. Das sieht so aus. Könnt ihr einfach hier das Blatt parken. Da passiert nichts, das ist geschützt vorne. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das ist jetzt so die günstigste Variante. Da gehen 4 Blätter rein. Dann gibt es sowas hier. Na, das ist auch ein Reed Guard. Ja, ich weiß gar nicht, stellt er scharf? Jetzt. Und da gehen 10 Blätter rein. Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn ihr verschiedene Blätter spielt. Ja, vorne 5, hinten 5. Kann ich das reinschieben, auch safe, ist in der Box drin. Trocknet nicht so schnell aus, ist auch praktisch. Also meistens mache ich das hier einfach wieder aufs Mundstück drauf und lasse es da drin. Wenn ihr das jetzt eine Woche lang gemacht habt, irgendwann stellt ihr vielleicht fest, dass das Mundstück so ein bisschen anfängt zu muffeln. Das riecht irgendwie, ja, es riecht nicht so lecker. Und da könnt ihr, das langt vielleicht 1 oder 2 Mal die Woche, könnt ihr das Mundstück mal mit einer Zahnbürste und heißem Wasser einfach mal von innen reinigen. Dass ihr das schön durchschrubbt, das ist immer ganz gut, weil da bildet sich ja so ein Biofilm durch die Bakterien im Speichel und so weiter. Ihr habt ja, das hat jeder. Das heißt nicht, dass ihr Dreck im Mund habt, aber das sind so normale Bakterien, die sich halt da absetzen und mit der Zeit, naja, fängt es an zu riechen, wird ein bisschen dreckig. So, das könnt ihr machen. Dann nehme ich meinen S-Bogen und da habe ich dann auch so einen kleinen Durchziehwicher für den. Das sieht so aus, das ist so ein Läppchen, das ziehe ich halt durch. So, mache ich einmal, zack, und dann ist das Ding trocken. Beim Saxophon gibt es das auch, da gibt es einen Durchziehwischer. Entweder ist das wie so ein kleines Schirmchen mit einer Kordel dran, oder es ist eben auch ein Lappen. Ich habe einen Lappen, und
dann kann ich das einfach hier oben rein, da vorne in den Trichter rein und ziehe es einmal durch und es ist gut. Wenn man viel gespielt hat, dann könnt ihr, und setzt sich oft hier oben an diesen Palm Keys, an den Seitenklappen, das Wasser ab. Wenn ihr die aufmacht und guckt mal, dann habt ihr wahrscheinlich, wenn ihr eine Zeit lang gespielt habt, so kleine Tropfen hier dran hängen. Die könnt ihr einfach, macht ihr hier auf und die könnt ihr einfach wegblasen. Und dann ist das schon mal gut. Das muss man auch machen, wenn das nämlich hier oben hängen bleibt und der Lappen nimmt das vielleicht nicht auf, die Feuchtigkeit, dann gehen die relativ schnell kaputt. Die Polster, die werden dann trocken und die müsst ihr dann relativ schnell austauschen. Vielleicht sogar nach 2 Jahren schon austauschen. Das sind hier oben diese Klappen, das sind auch die Klappen, die man als erste austauschen muss, die als erste hart sind und kaputt sind. Ne? Okay, und ja, das mache ich auch trocken, das Saxophon, lege es in den Koffer, lasse es vielleicht, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, lasse es vielleicht auf, lasse den Deckel auf, damit es noch ein bisschen trocknen kann, oder ich mache den Deckel zu und es ist gut. Ne? Und das nächste Mal hole ich das dann wieder raus und dann geht es weiter. Aber wie gesagt, wenn ich gespielt habe, geübt habe und will dann nach 2 Stunden wieder ein bisschen was spielen, dann stelle ich das einfach hier in den Ständer rein, lasse es trocknen und es ist okay. Das mache ich vielleicht 3 Tage hintereinander, also da passiert nichts. Es gibt manchmal, wenn ihr ein Saxophon neu kauft, besonders bei diesen China-Saxophonen, da gibt es so ein Teil hier oben drin. Wenn ihr das rauszieht, das ist wie so ein großer, wie so ein Wischmopp sieht das aus. Ne, nicht Wischmopp, so ein Staubwedel ist das. Und das soll hier auch die Feuchtigkeit aufnehmen, das ist aber totaler Mist. Das müsst ihr direkt, wenn das bei eurem Saxophon dabei war, müsst ihr direkt wegschmeißen. Nämlich deshalb, weil das alles verfusselt. Also diese kleinen Fussel, die da abgehen, die hängen sich dann durch die Feuchtigkeit auch hier in das Saxophon rein. Und wenn ihr das jedes Mal raus und rein zieht, dann habt ihr irgendwann das ganze Saxophon voller Dreck. Und vor allem, wenn das Saxophon nass ist und ihr schiebt das einfach rein, dann nimmt das nicht die Feuchtigkeit weg, sondern das hält die Feuchtigkeit im Saxophon drin. Also die Polster, die werden schneller alt dadurch, weil das einfach die ganze Zeit feucht bleibt. Also würde ich sofort wegschmeißen. Es langt, wenn ihr dann mit diesem Durchziehwischer einmal trocken zieht und das ist okay. Gut. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar Tipps geben. Wenn ihr Fragen habt oder vielleicht noch ein paar Anregungen dazu, dann könnt ihr mir gerne hier unten in den Kommentarbereich was reinschreiben. Ansonsten würde es mir natürlich gefallen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, eine positive Bewertung. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Bernd. Ciao, ciao. Moment, ich habe noch was vergessen. Ganz wichtig. Ihr habt wahrscheinlich so einen Stopfen hier bei eurem Saxophon dabei, der hier in den Hals kommt. Hier oben. Und das ist ein Herzschoner. Das ist ganz wichtig, wenn ihr das in den Koffer legt, dass ihr vorher diesen Herzschoner hier drauf macht. Der schützt nämlich diese kleine Oktavklappenverbindung, diesen kleinen Zipfel hier. Wenn ihr das nicht drauf habt und der Koffer ist nicht genau passend, also die Form vom Koffer ist nicht genau passend, dann fällt das hin und her, wenn ihr das bewegt, und dann kann es sein, wenn es mal einen Schlag abbekommt, dass die Oktavklappenverbindung sich verbiegt. Und das wollen wir nicht. Das ist nämlich ein sehr empfindliches Teil hier, das kleine, und deshalb brauchen wir das Teil. So, Herzschoner drauf, alles safe und einpacken. Ja, gut, bis bald, euer Bernd. Ciao, ciao.